my feet make so Leage. Sometimes parables are told and there's no explanation. Manchmal werden Gleichnisse erzählt und es gibt keine Erklärung. You explore the parable and it's, I guess, self-explanatory. Manchmal erforschst du ein Gleichnis und es ist selbsterklärlich. Sometimes there's a little editorial comment. Manchmal gibt es hinterher noch so einen Kommentar dazu. Chapter 18, verse 1. Zum Beispiel in Kapitel 18, Vers 1. Jesus told them a parable about their need to pray always and not lose heart. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In other words, we're told what the parable means. Uns wird hier erzählt, was das Gleichnis bedeutet. And in the parable we're looking at, Jesus himself gives an explanation. In dem Gleichnis, das wir uns jetzt anschauen, gibt Jesus selbst eine Erklärung. And it's in verse 9. Und zwar in Vers 9. And I tell you, make friends for yourself by means of worldly wealth, so that when it's gone, they, that's the friends, may welcome you into eternal homes. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. So, in other words, this parable is about the way we use our finances and our worldly means. Anders ausgedrückt, dieses Gleichnis handelt davon, wie wir unsere Finanzen einsetzen sollen oder unseren weltlichen Besitz. So we know where we're going. Wir wissen, wo wir hingehen. So how do we get there? Und wie kommen wir dahin? So what I'd like to do is just help present some of the points of reference of this parable. Ich möchte euch ein paar dieser Referenzpunkte präsentieren. That would have been obvious to those who heard the parable. Die den Leuten damals, die dieses Gleichnis hörten, selbstverständlich waren. So, firstly, almost certainly, the rich man was a landowner. Es ist ziemlich sicher, dass dieser reiche Mann ein Landbesitzer war. That is one of the normal ways people would have wealth in ancient times. Das war die üblichste Weise, wie Leute damals zu Wohlstand kamen. And landowners would make wealth by renting out the different portions of the land for people to farm. Diese Großbesitzer haben Einkünfte dadurch bekommen, dass sie Teile ihres Landes an andere weitervermietet haben, dass die dort Landwirtschaft betreiben konnten. And so they would be tenant farmers. Es waren dann also Leute, die ein Stück Land gemietet haben und dort Bauern waren. In other words, they would have the land, there would be a house, and they would pay rent for living and farming that land. Sie hatten also ein Stück Land und darauf ein Haus gebaut und dann haben sie immer regelmäßig Miete dafür gezahlt, dass sie dort Landwirtschaft betreiben konnten. Now it seems that this particular rich man had employed someone to be his manager. Und es scheint, dass dieser bestimmte reiche Besitzer jemanden angestellt hat, um sein Verwalter zu sein. And the manager would be the one that had related to the tenants and collected the rent. Der Verwalter war derjenige, der mit diesen Mietern zu tun hatte, der immer die Miete eingesammelt hat. And the rich man would have been too busy doing what rich people do to have to give attention to the business. Der reiche Mann, der war im Allgemeinen zu beschäftigt damit, was reiche Leute so tun, um wirklich stark auf dieses Geschäft zu achten. And it seems that he had actually been, in some way, we're not told how, but he'd been a bad steward in the way he had handled the rich man's affairs. Und es scheint, uns wird nicht genau gesagt wie, aber es scheint, dass dieser Verwalter ein schlechter Verwalter gewesen wäre darin, wie er die Geschäfte seines Herrn verwaltet hat. And the fact that when he was confronted with this and didn't defend himself,
shows that he was guilty. Und wie er sich gar nicht rechtfertigt, als er dann das beschuldigt wird, zeigt schon, dass er schuldig war. So his whatever deception he was involved with, he's been found out, and he knew that his time was coming to an end. Was immer da für ein Betrug wahrscheinlich passierte, das wurde ans Licht gebracht und er wusste, seine Zeit als Verwalter kommt zum Ende. And so, as I mentioned, the tenants would have been farmers with small holdings. Und wie schon gesagt, diese Mieter, das waren also Bauern, die ein kleines Stück Land gemietet hatten. Now, traditionally, when people are tenant farmers, they could pay their rent in various ways. Und traditionell, wenn Leute so ein Stück Land gepachtet haben, dann konnten sie den Preis dafür auf verschiedene Weise bezahlen. You know, the obvious one is they pay money. Zunächst mal können sie natürlich mit Geld bezahlen. But often, what would happen is that these farmers would give a portion of their harvest as payment for rent. Aber was auch oft üblich war, war, dass diese Pächter einen Teil ihrer Ernte an den Besitzer weitergegeben haben. Now, if you pay your rent through a harvest, there's two ways that this can happen. Wenn man jetzt seine Miete bezahlt als Teil der Ernte, dann könnte man das auf zwei Weisen tun. The first way is you give a percentage of your harvest. Einmal, dass man einen bestimmten Anteil an seiner Ernte, eine Prozentzahl bezahlt hat. And so you have so much wheat that grows, and you give a percentage of that harvest to the landowner, and that's your payment. Man erntet also eine bestimmte Menge an Weizen und einen bestimmten Teil davon gibt man an den Großbesitzer weiter. Das ist deine Pacht. This is the way the Old Testament tithe was designed. So wurde zum Beispiel der Zehnte im Alten Testament entwickelt. The people would give a tenth of the produce that they grow to the temple. Die Menschen haben ein Zehntel ihrer Ernte gegeben, von dem, was sie tatsächlich geerntet haben, an den Tempel. But there is another way it could work. Es gab noch eine weitere Möglichkeit, wie das gemacht wurde. And that is, you don't give a percentage, but you give a set amount of your harvest. Nämlich, dass man nicht eine Prozentzahl, sondern eine festgelegte Menge von seiner Ernte zahlen musste. Now the problem with this is if you have a bad year, you still have to give the same amount to the landowner. Das Problem war jetzt, wenn man ein Jahr eine schlechte Ernte eingefahren hat, musste man weiterhin dieselbe Menge an den Großbesitzer weitergeben. If you have a poor harvest, if you give a percentage, then if it's a poor harvest, then it's the same percentage on the poor harvest. Wenn du einen bestimmten Anteil an deiner Ernte zahlen musst, wenn du dann eine schlechtere Ernte hast, dann musst du auch nur einen kleineren Anteil weitergeben. But a set amount, what it means, if you have a poor harvest, you have to take that loss yourself. Aber wenn es eine festgelegte Menge ist und du eine schlechte Ernte hast, heißt es, dass du diesen Verlust selbst aufbringen musst. One, the first percentage, that protects the tenant. Im ersten Fall, wenn man einen Anteil seiner Ernte zahlt, dann schützt das den Pächter. But giving a set amount, that would protect the landowner. Immer eine festgelegte Menge zu zahlen, ist im Sinne der Großbesitzer. And in this parable, it's this second option that would seem to make the most sense. Und es scheint in diesem Gleichnis, dass diese zweite Option zur Anwendung kam. These debtors that we read about would have been tenant farmers that owed their rent to the rich man. Diese Schuldiger, das waren wohl solche Pächter, die so ein Stück Land gepachtet haben und die jetzt einen Teil ihrer Ernte schuldeten an den Großbesitzer. And so you can see when you read this carefully the order of events. Und wenn wir das Gleichnis so verfolgen, dann sehen wir, was nacheinander passiert. The manager was called in to the rich man. Der Verwalter wurde zum reichen Mann gerufen, zum Sitzer. He gave him evidence that he'd been dishonest. Der hat Beweise vorgelegt, dass er unehrlich gewesen ist. The manager
knew that he had been fired, Der Verwalter wusste, dass er gefeuert wird. but the rich man said to him, before you go, you need to give an accounting. You need to bring your books, your accounting books, to a good place to hand on to the next person. Der reiche Besitzer sagte zum Verwalter, bevor du gehst, musst du die Buchhaltung gut übergeben an deinen Nachfolger. And so he was immediately faced with a dilemma. Und damit hatte er sofort ein Dilemma. He no longer had a job. Er hatte keinen Job mehr. The chances are this job included housing. Wahrscheinlich hatte er auch freie Unterkunft als Teil von seinem Beruf. And so what is he to do now? Was soll er jetzt also machen? One option was the typical day labor market that was there. Eine Option wäre gewesen, als Tagelöhner zu arbeiten. People paid by the day to do manual work, digging holes, harvesting stuff. Wo man tageweise für körperliche Arbeit bezahlt wurde, irgendwelche Löcher zu graben oder was zu ernten. But he was not used to that kind of work, Aber so Arbeit war er nicht gewöhnt. and he didn't want to join the beggars. Er wollte auch nicht anfangen zu betteln. So what was he going to do to secure a future for himself? Was könnte er jetzt also tun, um irgendwie für seine Zukunft zu sorgen? He needed somewhere to live and eat. Er brauchte irgendwie die Möglichkeit zu essen und zu leben. Now he actually came up with a very clever plan. Da hat er sich einen ganz cleveren Plan überlegt. And he called the tenants together. Er hat die Pächter zusammengerufen. Now this is obviously before they knew that he had been fired. Und es ist ziemlich klar, dass sie noch nicht wussten, dass er gefeuert wurde. If they had known that he'd lost his job, then they would not have related to him anymore. Und wenn sie wüssten, dass er gar nicht mehr diese Position hatte, dann hätten sie mit ihm nichts ausgehandelt. So he called them together, Er hat sie zusammengerufen and he probably said something like this. und dann hat er wahrscheinlich sowas gesagt. We're not told, but you can just imagine it. Also das wird uns jetzt nicht gesagt, das können wir uns so vorstellen. I've been aware that the harvest is not looking good this year, and I'm concerned about the burden of the rent the rent will put on you. Ich habe gemerkt, dass die Ernte dieses Jahr wohl nicht so gut ausfällt und ich mache mir Sorgen um euch, dass das so eine große Last auf euren Schultern sein wird. So I have entreated my boss on your behalf, asking him to lower your rent when the harvest comes. So habe ich ein gutes Wort für euch eingelegt beim Boss und ich habe ihn gebeten, eure Miete ein bisschen zu verringern, die Pacht ein bisschen zu verringern, wenn die Ernte kommt. And he's graciously agreed. Und er hat gnädig zugestimmt. You only need to pay 50 litres of olive oil. Jetzt musst du nur noch 50 Liter Olivenöl bezahlen. Or you only need to pay 80 litres of wheat. Und du nur noch 80 Liter an Weizen. And we've just given two examples, but this would have happened for all of the different tenants. Das werden hier nur zwei Beispiele genannt, aber das hat er wohl mit all den Pächtern gemacht. And although it's just said in a very few sentences, Und obwohl das nur ziemlich knapp ausgedrückt wurde, in wenigen Sätzen, the tenants understood the manager to have the authority to do this. es wird klar, dass die Schuldiger verstehen, dass der Verwalter die Autorität dafür hat. And they would have been very grateful. Und die waren auf jeden Fall sehr dankbar. Because the burden of the rent that they had to pay has been lessened. Denn die finanzielle Last der Pacht, die sie bezahlen müssen, wurde gerade gesenkt. Now, there would have been an understood dynamic that would have been created by this. Und damit wäre eine bestimmte Dynamik in Gang gesetzt worden. Firstly, the tenants would have been so grateful to the manager that he was looking out for them. Die Pächter waren sehr dankbar gegenüber dem Verwalter, dass er sich um sie kümmert. Wow, this has been a really difficult year and you were there for us. Wow, in so einer schwierigen Situation, in so einem schlimmen Jahr, kümmerst du dich um uns. And they would have
thanked him and been grateful for his consideration. Sie haben sich bei ihm bedankt und sie waren sehr dankbar für sein Verständnis. But they would have especially praised and thanked, praised the kindness and generosity of the rich man. Aber vor allem hätten wir auch die Gutherzigkeit und die Freigebigkeit des reichen Besitzers gepriesen. It would have been, wow, this guy is so kind to us to lower the rent this year. Wow, dieser Großbesitzer ist so nett zu uns, so liebevoll, dass er die Pacht gesenkt hat dieses Jahr. And remember, these were not large towns like we have today. Denkt daran, das waren keine Großstädte, wie wir sie heute haben. It's probably a bit like the village here. Es war vielleicht ein bisschen wie hier im Dorf. That would have got out, word would have got out, people would have known. Die Kunde hätte sich schnell verbreitet und alle wussten davon. They would have heard rumours of the generosity of the rich man and the way he treated his tenant farmers. Diese Gerüchte hätten sie verbreitet, wie dieser Reiche plötzlich so freigebig ist und wie gut er seine Pächter behandelt. And the twist in this story Und der Knackpunkt in dieser Geschichte is in verse 8, 16 verse 8. ist in Kapitel 16, Vers 8. And his master commended the dishonest manager because he's acted shrewdly. Der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter nur bewundern, denn er hat klug gehandelt. And you get this marvelous dynamic where the rich man knew that he was in a no-win situation. Und das ist diese tolle Dynamik, weil der reiche Großbesitzer, der wusste, er ist jetzt einfach darauf festgenagelt. He could have insisted on the full rent. Er hätte bestehen können, dass sie weiterhin die volle Pacht bezahlen. He could have said, no, you pay me the full rent, this guy has been fired. Er hätte sagen können, nein, ihr zahlt den vollen Betrag, den Typ, der hat gerade gefeuert. But then he would lose face. Aber damit würde er sein Ansehen verlieren. And that was a really big deal. Und das war ihm sehr wichtig. But of course, if he goes along with it, then he gets less income. Aber wenn er einfach so mitspielt, dann bekommt er weniger Einnahmen. And he realised that, and he said to the manager, wow, you've acted very cleverly. Und das hat er gemerkt und er hat zu dem Verwalter gesagt, wow, da warst du jetzt aber clever. And as I said, reputation was really important in these situations. Wie schon gesagt, den Ruf, den jemand hatte, war sehr wichtig in solchen Situationen. And also generosity was given very high value. Und Freigebigkeit wurde sehr hoch angesehen. And so in a strange way, the manager won. Und auf eine komische Art und Weise hat der Verwalter hier den Sieg davon getragen. Because when the manager left his job, Denn als er aus diesem Job ausschied, he actually had people that were feeling very kind towards him. da gab es Leute, da hat er jetzt dafür gesorgt, dass manche Leute ihm gegenüber sehr dankbar waren. Because of his actions, he had a lot of friends. Wegen seinen Taten, dadurch hat er sich eine Menge Freunde gemacht. Now, when it comes to parables, it's good to be able to identify the beginning and the end of the parable. Was so ein Gleichnis angeht, dann ist es gut, wenn wir den Anfang und das Ende des Gleichnisses identifizieren können. And this parable, this story, ends halfway through verse 8. Dieses Gleichnis endet in der Hälfte des 8. Verses. And that is when it says the master commended the dishonest manager because of he acted shrewdly. Und zwar genau da, wo es sagt, der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern. And from this parable we see Jesus saying two things. Und dann sehen wir, wie Jesus zwei Dinge aus diesem Gleichnis zieht. I've got on the screen, Jesus draws two lessons. Zwei Lektionen, die er da herauszieht, wie ihr auf der Folie sehen könnt. But I think rather than two, he makes a comment, just like a passing comment. Zunächst mal macht er so eine Bemerkung, die quasi nebenbei gemacht wird. And then he draws the lesson. Und dann zeigt er die zwei Lektionen auf. The first is a passing comment, and that is, for the children of this age are more shrewd in dealing with their own generation than the children of light. Also die erste Lektion, die zieht sich aus dieser Bemerkung, denn die Menschen dieser Welt sind tatsächlich klüger als die Gottesfürchtigen.
And that's not so much a lesson, it's an observation. Das ist mehr eine Beobachtung als eine Lektion, die Jesus hier macht. And I actually think that we see that. Und ich glaube, das sehen wir. That sometimes those of us that love God and try to do things honestly, we're not as shrewd as we could be. Das manchmal mal wir, die wir Gott lieben und alles ehrlich machen wollen, wir nicht so clever sind, wie wir sein können. Being shrewd is not necessarily bad. Of course, it can be. It's acting, can be acting wisely. Do you know shrewd? I'm translating it with clever. Oh, How do you? sneaky. Yeah. It's sneaky clever. Yes. Gewissen clever. Clever und Jesus in Matthew. Do I have it here? Astute, savvy, Astute. savvy, sharp, Yes. schlau. Astute. sharp. I'm gonna go Savvy, Google sharp. translate. It's I did this for Benny earlier. Schlau. Yeah. Is there? Are you looking for a word for astute? No, I was doing it for German because I remember I did it recently for Benny. She looked up shrewd. Okay. Yeah. It says hellsichtig, klug, and then other ones gescheit, smart, gerissen, arglistig, pfiffig, geschickt. Pfiffig, okay. Pfiffig ist gut. It's always fun. True. It's this dynamic of being clever. Yeah. Es ist diese Dynamik, dass man einfach ein bisschen clever an die Sachen rangeht. You can see the different angles. Dass man die Sache aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. And it's in Matthew 10:16. In Matthäus 10, Vers 16. Jesus speaks about how we should be as wise as serpents, but as innocent as doves. Da sagt Jesus, dass wir so pfiffig wie Schlangen sein sollen, aber so unschuldig wie Tauben. And the comment of Jesus is that some children of this age can be sharper in dealing with their own generation than the children of light. Und was Jesus hier bemerkt, ist, dass die Menschen dieser Welt manchmal pfiffiger sind darin, mit ihrer eigenen Generation umzugehen, als die Menschen des Lichts, die Kinder des Lichts. And this seems to be just a passing comment. Und das scheint so nebenher gesagt zu sein hier. Because the manager had been very shrewd, Weil dieser Verwalter natürlich sehr pfiffig gerissen gewesen ist. but but before we go on, it's verse 9 that we really get the heart of and the purpose of the parable. Aber in Vers 9 da sehen wir wirklich die zentrale Lektion aus diesem Gleichnis. And he said, I tell you, you make friends for yourselves by worldly wealth. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. The manager had made friends by the way he handled money. Der Verwalter hatte sich Freunde damit geschaffen, wie er das Geld eingesetzt hat. And the lesson is you too make friends with the way you handle money. Und die Lektion hier drin ist, schafft ihr euch auch Freunde dadurch, wie ihr Geld einsetzt. So when it's gone, that is worldly wealth. Wenn es dann weg ist, also der weltliche Besitz, They that are your friends das ist wie in Vers 9b in einer anderen Übersetzung gesagt wird, also wenn der Reichtum dann weg ist, dann werden sie, also die Freunde, they may welcome you into eternal homes, that is eternity. dann werden sie euch willkommen heißen in die ewigen Bewohnungen, das heißt in die Ewigkeit. Now, one of the struggles we have is that Jesus is using the example of a dishonest person. Ein Problem mit diesem Gleichnis ist, dass Jesus hier einen unehrlichen Menschen als Beispiel bringt. And that is, but Jesus wasn't actually commending the dishonesty.
Aber Jesus lobt hier nicht die Unehrlichkeit. He did commend his astuteness or his shrewdness, Also das, was er zuvor getan hatte, sondern er lobt ihn für seine Pfiffigkeit. and in other parables, Jesus would use a kind of negative examples to make a positive point. Auch in anderen Gleichnissen hat Jesus negative Beispiele gebracht, um eine positive Lektion zu bringen. We know that the parable of a friend coming at midnight to get help because he'd had a guest. Zum Beispiel dieses Gleichnis, wo ein Freund um Mitternacht kommt und um Hilfe bittet, weil er plötzlich einen Gast empfangen musste. The point of the parable isn't that God is like the man in bed with his kids. Es geht in dem Gleichnis nicht darum, dass Gott so ist wie der Mann, der schon im Bett liegt und die Kinder schon schlafen. When you think about that parable, you don't think, oh dear, I have to keep on at God because there he is in bed and doesn't listen to me. Der Sinn dieses Gleichnisses ist nicht, Leuten zu sagen, oh, jetzt muss ich mich aber anstrengen, zu Gott durchzubringen, weil er wahrscheinlich schon im Bett liegt und nicht auf mich hört. The point of the parable, the message is that of perseverance. Sondern in diesem Gleichnis geht es darum, beständig weiter zu klopfen. And the parallel parable with the widow coming to the judge. Oder das Gleichnis, das eine Parallele dazu zeigt, wie die Witwe zum Richter kommt. And he says, I don't care about this woman, I'm not going to bother with her. Und er sagt sich, was soll ich mit dieser Frau, es geht mich die an, darum kümmere ich mich nicht drum. But she keeps on. Aber sie besteht darauf und sie macht immer weiter. The point of the parable isn't that God is like the judge, Auch bei dem Gleichnis geht es nicht darum, dass Gott wie dieser Richter ist, but rather the point of the parable is the perseverance of the woman. sondern das Gleichnis bringt uns bei, beständig zu sein, nicht aufzugeben, so wie die Frau. Jesus likens his return as a thief in the night. Jesus vergleicht seine Rückkehr mit einem Dieb in der Nacht. And the point of that isn't that Jesus is a thief. Und das soll nicht bedeuten, dass Jesus ein Dieb ist, The point is that he will come unexpectedly. sondern es geht darum, dass er unerwartet auftaucht. And so you see at times there's these illustrations and you don't take the whole package, you take the point. Ihr seht also manchmal bei diesen Illustrationen geht es nicht darum, jeden einzelnen Teil zu interpretieren, sondern einen bestimmten Punkt darin zu sehen. And the illustration is not that we be dishonest, but the illustration is we use worldly wealth in a way that would indeed impact their future. Und die Illustration hier für uns bei unserem Gleichnis ist nicht, dass wir ungerecht, unehrlich sein sollen, sondern dass wir weltlichen Besitz so einsetzen, dass er für Leute einen Unterschied macht. Because worldly wealth is finite, it's going to go, it won't last. Denn weltlicher Besitz ist endlich, er wird nicht ewig bestehen. But if we are using our worldly wealth for kingdom activities, Wenn wir aber unseren heutigen Besitz, unseren weltlichen Besitz für Dinge des Reich Gottes einsetzen, then we're actually being shrewd because there's a way that we're using what is not going to last for something that will last. dann ist das pfiffig, weil damit setzen wir etwas ein, was nicht ewig bestehen wird, für etwas, was ewig bestehen wird. One of the interesting things that we see in the New Testament regarding our future, Etwas Interessantes, was wir im Neuen Testament sehen über unsere Zukunft, there's a phrase, naked I came into the world, naked I'm going to leave it. es gibt so eine Aussage, nackt bin ich in diese Welt hineingekommen, nackt werde ich sie verlassen. But according to Scripture, there's two things that you can take. Aber laut der Schrift können wir zwei Dinge mit uns nehmen. People do say it's no point, you have lots of money, but you can't take it with you. Also oftmals hört man, was bringt dir viel Geld, wenn du es nicht mit dir nehmen kannst ins nächste Leben? But it does seem that you can send it on ahead. Aber es scheint schon so, als ob man es vorschicken kann. Because both character we read in Timothy and money, the way we use money now, has an impact in the life to come.
Denn sowohl unser Charakter, den wir jetzt in diesem Leben entwickeln, als auch das Leben, das wir für das Reich Gottes verwenden, hat